Hallo, willkommen zurück auf BizChecker. Heute berichte ich euch über meine Erfahrungen in den ersten 4 Wochen auf YouTube. Wie ist mein Kanal gewachsen und welches Feedback gibt es schon? Am 12.10.2020 bin ich mit meinem YouTube-Kanal gestartet. Leider hatte ich durch ein paar technische Schwierigkeiten das erste Video, mein Kanaltrailer, erst am 4.11. hochgeladen. Mein alter PC ist nämlich in Rauch aufgegangen, inklusive Festplatten mit den ersten 2 Videos und all den erstellten Grafiken. Also tat sich erstmal knapp 3 Wochen gar nichts, bis ein neuer PC da war und ich richtig starten konnte. Deshalb nehmen wir mal als Starttermin mein erstes Video, meinen Kanaltrailer. Als kleinen Tipp schon mal vorab, macht erstmal ein paar Videos fertig und geht dann online mit eurem Kanal, bevor euch sowas passiert wie mir. Jeder, der auf YouTube startet, hat irgendwie andere Gründe. Ob es Geld verdienen ist, Spuren im Leben hinterlassen, Lösungen anbieten oder wie viele einfach nur zum Spaß. Mein Warum, und das sollte für dich übrigens auch klar sein, meine Erfahrungen aus über 30 Seminaren nach 20 Jahren Vertrieb als Führungskraft und Unternehmer mit Leuten zu teilen, die vielleicht noch nicht so erfolgreich oder mit ihrem Leben unzufrieden sind. Ich will ja gar nicht, weil es gibt schon zahlreiche von, als Coach oder Berater auftreten, sondern mit dir meine Erfahrungen teilen und mit Tipps eine Hilfestellung geben, die mein Leben tagtäglich bereichern und mich glücklich machen. Klar will auch ich in Zukunft mit YouTube Geld verdienen, aber das wird nicht über Nacht passieren, sondern muss ganz gesund wachsen. Lass dir nicht irgendwie von Möchtegern-Gurus erzählen, dass du hier über Nacht zum Superstar wirst und dann Tausende von Euros plötzlich verdienst. Das wird in 99% aller Fälle nicht passieren. Mir persönlich macht es einfach Spaß, vor der Kamera zu stehen, und wenn ich dir mit meinen Videos helfen kann, dein Leben ein bisschen positiver zu gestalten, ist das für mich persönlich schon ein kleiner Erfolg. Bevor ich gestartet bin, habe ich mir natürlich auch zahlreiche Videos angeguckt. Wie starte ich einen Kanal, was ist zu beachten und wie werde ich erfolgreich? Meiner Meinung nach ist der Kanal So geht YouTube eine ideale Hilfestellung. Schaut mal bei Jan vorbei, dort gibt es viel hilfreichen Content. Ich habe euch oben mal die Seite verlinkt, guckt einfach mal da drauf. Zusätzlich habe ich mir einige E-Books gekauft, aber ganz ehrlich, das hätte ich mir auch sparen können, denn die ganzen Infos findest du auch auf dem oben genannten Kanal, nach Themen sortiert. Hier hätte ich mir vielleicht auch von dem einen oder anderen E-Book gewünscht, dass mehr Infos, Links und Tipps da drin stehen, die alle anwenden können. Ja, in den zahlreichen E-Books steht eigentlich immer dasselbe drin. Am Anfang sollst du jeden Tag ein Video hochladen, nur meiner Meinung nach kommt es ja auf die Qualität an, ja, und nicht auf die Menge. Oder wie seht ihr das? Vor allem, wer hat die Zeit? Ja, ich gehe 50 Stunden arbeiten, habe einen kleinen Sohn, ein Privatleben, eine Frau und leite nebenbei eine Eventagentur. 6 Stunden pro Woche habe ich mir schon freigeschaufelt, um hier ein Video inklusive Recherche und Grafikerstellung hochzuladen. Hier kommt natürlich auch wieder ein gutes Zeitmanagement ins Spiel, denn der Tag hat ja nur 24 Stunden und schlafen will man ja auch noch, oder? Aber vielleicht schreibe ich ja mal demnächst auch ein E-Book, alles kompakt zusammen, alle hilfreichen Tipps, die ich so gesammelt habe, die dann wirklich jedem helfen. Also spar dir jetzt einfach mal das Geld, investiere es lieber in vernünftiges Equipment und schau nach informativen Videos auf YouTube bei Kanälen, die jetzt schon erfolgreich sind. Das hilft auf jeden Fall mehr. Gucken wir uns jetzt aber meinen Kanal mal an. Aktuell habe ich 217 Abonnenten, Views bei 3 Videos, so 10 bis 15 pro Tag. Wobei ein Video davon ja der Kanaltrailer ist. Klar, noch nicht viel, aber der Kanal wächst ja. Ein Peak in den Views gab es zwischen dem 16. und 18.11. Da hatte ich plötzlich 900 bis 1200 Views an einem Tag. Das war aber nicht nur bei mir so auf dem Kanal, sondern bei vielen anderen kleinen YouTubern auch. Woher kommt das? Ja, ich vermute mal, dass es hier aus dem Ausland gepusht wurde. Ja, weil ich werde tagtäglich mit Spam-Mails zugeschüttet, in denen angeboten wird, du kannst sehr günstig ganz viel Views kaufen, dadurch gehen deine Videos durch die Decke, und manche schreiben sogar, ja, ich habe dir jetzt schon mal vorab auf deinen Videos 1000 Views draufgepackt, damit du siehst, dass es funktioniert. Und die nächsten 10.000 Views, die kosten dich nur $29.
Ist schon komisch, dass hier im oben genannten Zeitraum knapp 1500 Views aus dem Ausland kamen, oder? Wie war das bei euch? Kennt ihr das? Ist euch das auch passiert? Schreibt dazu gerne unten in die Kommentare. Zur Übersicht und Auswertung nutze ich gerne TubeBuddy, die YouTube Analytics natürlich und Social Blade. Links habe ich mal unten in die Beschreibung reingepackt, schaut einfach mal da drauf. Um mehr Reichweite zu bekommen, bin ich bei Facebook natürlich auch in zahlreichen Gruppen und schreibe pro Tag mindestens 5 Kommentare hier bei YouTube in themenähnliche Kanäle und habe mir als Ziel gesetzt, mindestens ein Video pro Woche hier hochzuladen. Dann entsteht so eine gewisse Beständigkeit. YouTube ist halt eher ein langer Marathon als ein Sprint, was zumindest die Abonnenten und die Views am Anfang betrifft. Da heißt es einfach durchhalten. So, danke an euch bis hierhin, auch für die ganzen Abos und die Kommentare. In 4 Wochen gibt es dann die nächste Auswertung und dann schauen wir mal, wo ich stehe mit meinem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund und am Ball. Wir sehen uns.